Er hatte da eine Galerie. Was haben wir noch? Hey, muss man sich hier selbst erarbeiten. Man sucht also die Unterlagen durch. Das mache ich mit dem Auszeiger. Es ist ja eigentlich recht realitätsnah. Da gehen wir raus. Unread Messages. Ja. Ich will mich hier erstmal weiter orientieren. Transformer with cord. 2 cases. Macht mich ganz kirre, dass er mal ständig nach oben scrollt und dann nach irgendwas nach unten fällt. Achso, Transformer with cord. 2 cases. Das ist mein Inventar. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Matrix, die man kombinieren muss. Ich habe jetzt einen Transporter mit 2. Machen wir mal das Licht an. Will sie nicht. Computer? Noch eine Akte. Ich sollte mal meine Message, da ist bestimmt jetzt die... Was ist das? Power outlet. Oh, mach doch mal hier das Licht an. Wie komme ich da nochmal? I wie Inventar? Und Inventory? Nein. Rechtsklick? Escape? Oder nochmal Rechtsklick? Einstecken? Toll. Und dann? Ah! Jetzt kann ich den benutzen, oder was? Internet Search und... Was ist mit dem Savanocci? Sarkovic. Emil Sarkovic. Ah. Ungarischer. Nicht tschechisch, ungarisch. The White Finger Pianist. Pianist? That painter's been dead a long time. The journalist must have given a false name. The Labyrinth Foundation. Okay, das ist die Bahn so. Galerien und sowas. Herbert Ackerman, an art lover? And this Beatrice Allen? I must find out more about her.
Born in Chicago to a wealthy and politically engaged family, Howard Clark Ackerman displayed leadership qualities at an early age. Also in Chicago geboren, reich und politisch engagierte Familie, zeigte schon in frühem Alter Führungsqualitäten. Wahrscheinlich ist total verzogenes Gör, das anderen die Fresse poliert hat. Sonst mir nix. Mein Volk hat Einfluss und gute Anwälte. Andere Kinder unterdrückt hat und das nennt man dann Führungsqualitäten. Dann hat es von einem Banker die Tochter geheiratet. Irgendwo muss er Geld herkriegen. Obwohl, naja, seine Eltern sind mit 12 gestorben, hat er wahrscheinlich gutes Erbe. Ja, und mit den Beziehungen ist er Gouverneur von Kalifornien geworden. Und weil er zu viel geraucht hat, ist er in L.A. an Krebs gestorben. Oder so. Und so sehen nur böse Menschen aus. Alan von der Labyrinth Foundation. Also wenn ihr jetzt nicht Englisch könnt, dann ihr müsst das natürlich dann alles selber lesen, dann habt ihr eh verloren. Ja, dann könnt ihr so versuchen, mir so ein bisschen zu folgen, weil ich hin und wieder mal einen deutschsprachigen Kommentar abgebe, aber ja, eigentlich ist Sinn, dass ihr euch das jetzt auch durchlest und kombiniert und ja, mir dann folgt, beziehungsweise wenn ihr eigene Ideen habt, die ich noch nicht hatte, könnt ihr die natürlich in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten könnt ihr mir folgen und meinen Ideen nachempfinden. Ich lese natürlich auch durch, darum dauert das alles ein bisschen. Wenn ich euch zu schnell lese, könnt ihr auf Pause drücken in YouTube. Und wenn ich euch zu langsam lese, könnt ihr natürlich auf 10 Sekunden vorspringen oder sowas. Ja, eine hübsche Jugendfoto. Beatrice Allen is the woman painted by Ackerman on one of his paintings. I'm sure of that. I need more info. Her son may be another interesting lead to follow, but I'd need his full name. Ist das die Nurse? Das ist aber nicht, oder?
Scully 66. Ah, ich muss meine Nachrichten anschauen, da ist jetzt bestimmt das Passwort angekommen. Was ist hier unten? Das. Nicht wieder den Cursor verlieren. Achso, das war rechtsklicken, ne? Wo sind meine Nachrichten? Die hier? Ah. It's Richard. I hope everything's going well in LA. I was sad to spend New Year's Eve without you. Call me back soon. Hi, Vic. It's Richard. I miss you. I'm looking forward to you coming back to Chicago. Love you, sweetheart. Oh Gott. 96. Aufschreiben. Da kann sich doch keiner merken. Ach so. Ne, muss ich mir nicht aufschreiben. 96 AA, das reicht. Kann ich direkt hier in den Computer rein? Nö. Wie unergonomisch. Hock dich wenigstens hin. Das ist ja ganz schrecklich. 96, aha. Oh, was für ein Verbrecher. Kann man hier runter scrollen? Man kann. Ah, er ist sich selbst aufgehängt. Ackermann? The file was destroyed in the 30s Deleted? because of the deal the FBI made with Herbert Ackerman. Just think, it was the era of the untouchables. Ich war noch nicht fertig. Deswegen muss ich mich nicht rausschmeißen. Zagovic? Nix. Alan? Ach, ist das nervig. Ich muss echt diese blöden Dings da antippen und runterziehen. Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung, Betäubungsmittelgesetzverstoß, Einbruch, häusliche Gewalt,
geht noch weiter. Maria Valdez? A son named Richard. Shit, that can't be true. This can't be a coincidence. Richard? I'm not here at the moment, but you can leave a message. Jesus Christ, Richard. If you're that nurse's grandson, why didn't you ever tell me? I have to get back to Chicago right away and get to the bottom of this. Was hat's jetzt rausgefunden? Der Sohn heißt Richard. Welcher Richard? Kenne ich einen Richard? Ist es mein Lover oder wie oder was? Warum schläft die in Klamotten? Was? Hello? Vic, it's me. Is this a bad time? Claire, I fell asleep in front of the TV. What time is it? Almost 10 p.m. Sorry to wake you. Do you want me to call you back tomorrow? No, I was having a nightmare anyway. As soon as I fall asleep, I relive the same old stories. Still having nightmares about the Chicago killer? Vic, you have to stop thinking about all that. It happened almost 4 years ago. Tell that to my subconscious. Are you calling me about the case? I have the results of Ellen Dunnigan's preliminary autopsy. Let me guess. The killer left no trace. Absolutely nothing. The body was carefully cleaned of any clue that could have led us to the killer. The modus operandi seems identical to the other victims. Various wounds meant to inflict pain, then a bullet wound causing death. Good Lord. It's been going on for almost 3 years and this asshole still hasn't made a single mistake. Are you going to be in Maine for a while? I still have to question a few witnesses. Garris wants this by the book, but I doubt it'll turn up anything. Oh, yes, your new partner. Fresh out of Quantico. I gotta go, Claire. Hernandez is up to her old tricks on the news again. Okay. I'll call you if I have anything new. Take care of yourself. The horribly tortured body of Ellen Dunnigan was found this morning. The body was discovered on the side of Route 201, less than a mile outside of the small town of Jackman, Maine. The young woman, a Holton native, had disappeared on September 22nd. The modus operandi removes any ambiguity over the killer's identity. This is without a doubt the latest chapter in the heinous rampage of the East Coast Killer. East Coast Killer. As with the previous murders, the killer filmed the suffering which he inflicted on his victim. He then sent DVDs of the footage to the authorities and the media. The FBI has refused any comment in the wake of this new crime. Special Agent McPherson, who has been on the case from the beginning, seems completely incapable of making any headway whatsoever in this case. How many innocent victims will have to die before the killer is stopped? It's a legitimate question, given the investigators' utter lack of results. This is Paloma Hernandez for 5 TV. So, just like that, I'm completely overwhelmed? What a bitch. McPherson. This is Paloma Hernandez. Do you remember me, Agent McPherson? Unfortunately, yes. I just saw your mug on TV. One doesn't forget that kind of trauma. Very funny. Listen, I know you don't like my work, but I don't have anything against you personally. I also have people to answer to, and the competition is fierce. Aw, you're breaking my heart, Hernandez. Switch careers. The FBI is hiring. I'm not calling to apologize. I have a proposal for you. Can you meet me at the Bishop Motel in Jackman for a chat? Right. You want me to join your TV games. I'm afraid I'm going to have to decline your offer. I'm in touch with an informant. He has discovered certain information about the killer. I'm ready to divulge it if you agree to give me exclusive access to the FBI investigation. That way, we'd be working together instead of being at loggerheads. What do you say? Are you serious? You've been making my life hell since this case started, but now you want us to be best friends forever because suddenly it suits your purposes? If you've got information on the killer, then give it to me. No conditions. If you conceal evidence or hinder our investigation in any way, I can guarantee you a stint in the slammer. Night, Hernandez.
nerviger Klingelton. I hate being hung up on. Vic McPherson, please leave a message after the beep. Der Maskenkiller. Er hat ein körperliches Problem. Er neigt zu Flatulenzen. So schlimmen Flatulenzen. Darum trägt er auch eine Atemmaske. Damit er nicht von seinen eigenen Ausdünstungen elendig ersticken muss. Flatulenzman. Da kommen sie rein, die Flatulenzen. Nee, jetzt mal im Ernst, jetzt weißt du, warum du eine Maske trägt. Wahrscheinlich ist ein Nervengas. End of recording. To hear your message again, please press pound. Die Zwischenszenen sind gar nicht schlecht gemacht. Erst recht für 2005 oder 2008 oder irgendwie. Was um den Dreh? Flatulenzman steht auf einmal bei dir im Zimmer. The star of my next film is finally awake. Welcome to my humble abode, Miss Hernandez.